Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind im Moment in der Pfalz unterwegs. Wir sind in Annweiler und wollen hier den Burgenweg laufen. Ja, entspannte 8 Kilometer, nicht ganz, hat er. Ja, bis zu Höhenmeter sind dabei. Und Ein, laut, ein hoher Pfadanteil wird uns versprochen. genau, laut Beschreibung, ich wollte es gerade sagen, erwartet uns hier einiges. 3 Burgen wurden uns versprochen, Buntsandsteinfelsen und wie es die Anne gesagt hat, ein hoher Pfadanteil. Und dann würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall schon richtig gespannt, wie der Weg ist. Ja, und wenn ihr auch wissen wollt, was der Weg so zu bieten hat, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start des Burgenwegs war am Wanderparkplatz P1. Nach einem kurzen Stück über Asphalt ging es auch direkt los mit dem Wandervergnügen. Der Weg führte uns bergan durch lichten Buchenwald zum ersten kleinen Highlight. Ein alter Steinbruch. Hier seht ihr Tobi mittendrin, sodass ihr einen Eindruck von der Größe des Steinbruchs erhaltet. Gar nicht mal so klein, da hilft auch Tobis Strecken nicht. Kurze Zeit später ging es dann weiter bergan, von nun an etwas steiler, was ihr direkt an meinem angepassten Tempo sehen könnt. Aber so hat man auch Kleinigkeiten am Wegesrand im Blick. Pfälzer Weinsteig, wir haben ein Date. So, ein Date. Wie gut, dass ich da als Anstandsdame dabei sein werde. Wer weiß, was Tobi dort sonst anstellen würde. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Widmen wir uns erstmal wieder dem Burgenweg. Hier jagte nun ein Highlight das nächste. Den Auftakt machte ein eindrucksvoller Buntsandsteinfelsen, der sehr majestätisch zwischen den Bäumen auftauchte. Kleiner Spoiler, es sollte nicht der letzte auf der Route sein. Unweit des Felsens kamen wir zur ersten der 3 versprochenen Burgruinen, der Ruine Scharfenberg. Und da war einiges los. Neben den zahlreichen Wanderern und Familien ist die Ruine auch ein Paradies für Eidechsen. Die Aussicht von der Burg war schon mal gut. Und hier seht ihr auch die Burg Trifels, zu welcher wir später noch kommen. Euch kommt der Name bekannt vor? Das mag daran liegen, dass einst der berühmte englische König Richard Löwenherz, genau der aus Robin Hood, hier eingekerkert war. Kurz nach der Burg
gab es einen Aussichtspunkt. Dieser war aber, wegen des üppigen Waldes rundherum, in der Aussicht eher limitiert. Das viele schöne Grün hatte aber auch sein Gutes. So verleitete es uns immer wieder zum Innehalten und den Wald genießen. Man möchte am liebsten die Waldluft einpacken, irgendwie in ein Tütchen, in eine Dose oder ein Parfüm draus machen. Das wäre perfekt. Nicht ganz so ruhig ging es ein kurzes Stück weiter des Weges zu. Hier passierten wir einen weiteren Buntsandsteinfelsen, der rege von Kletterern in Beschlag genommen wurde. Sehr sportlich. Von dort aus ging es dann entlang weiterer Felsen in Richtung der zweiten Burgruine. Die zweite Ruine war nur noch zu erahnen. Man kann sich aber noch recht gut vorstellen, wie sich die Mauern an den beeindruckenden Buntsandsteinfelsen geschmiegt haben könnten. Auch von dieser Burg hatten wir wieder eine super Sicht auf die Burg Trifels. Dann machen wir uns doch auch mal auf den Weg dorthin. Oder besser, auf den Pfad dorthin. Dieser führte uns bergab und bergauf, sich teils an den Buntsandsteinfelsen entlang schlängelnd zur Burg, beziehungsweise zunächst auf einen recht gut gefüllten Parkplatz mit Einkehrmöglichkeit unterhalb der Burg Trifels. Die Burg Trifels stammt wohl aus dem 11. Jahrhundert und ist in Teilen restauriert. Zwischen 1113 und 1310 hatte sie den Status einer Reichsburg. Wer möchte, kann die Burg natürlich auch besichtigen. Uns war an diesem Tag irgendwie nicht so recht danach. Es genügte uns, die Aussicht vor den Burgmauern zu bewundern. Danach ging es auch direkt wieder in Richtung Burgparkplatz zurück und von dort weiter Richtung Wanderparkplatz. Der Weg bergab durch den leuchtenden Buchenwald verleitete Anne, den Schöpfern dieser Kulisse ihren Dank auszudrücken. Was haben wir denn hier? Tobi lässt die Muskeln spielen.
Naja, zumindest hat er es versucht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Experiment am Wegesrand. Apropos Wegesrand, schaut mal, wen wir hier kurz vorm Ziel noch getroffen haben. Der Burgenweg liegt recht weit südlich im Pfälzerwald, westlich von Landau in der Pfalz, bei Annweiler. Vom Ortsrand von Annweiler aus geht es zunächst geradeaus beschaulich durch den Wald. Nach einer Kehre führt einen der Weg an 3 mehr oder weniger gut erhaltenen Burgruinen sowie an Buntsandsteinfelsen vorbei. Hier seht ihr den Weg bzw. die darauf befindlichen Burgen noch einmal aus einer anderen Perspektive. Ja, da haben wir es geschafft. Der Annweilerer Burgenweg ist gelaufen. Und du hast den gut ausgesprochen. Kleiner Zungenbrecher, aber wie ihr seht, gebrochen haben wir uns zum Glück nichts. Und ja, wie eingangs erwähnt, es wurde uns viel versprochen, was den Weg angeht. Und ich denke mal, das hat er vollumfänglich auch gehalten, was da versprochen wurde. Das hat er auf jeden Fall gehalten. Der Pfadanteil war wirklich sehr hoch. Es war viel schmaler Pfad. Wir hatten viel über Wurzeln, über Steine, über diesen schönen Buntsandstein. Ja, die Viele Felsen, ja. Felsformationen, die wir dann immer am Wegesrand hatten. Und auch bei den Aussichten hat man immer ganz viel davon gesehen. Die Burgen waren... Drei Burgen auf Ja. dem Weg, wie erwähnt. Die erste, da war noch einiges da, von der zweiten nicht ganz so viel. Und dann die dritte Burg Trifels, kann man auch rein, kann besichtigen, kostet bis der Eintritt. Kann man machen. Ja, Ist von außen auch schön. ist von außen, genau. Ansonsten, es war heute recht viel los. Wir Tja. sind heute unterwegs am 1. Mai. Dementsprechend bei dem Wetter war Ja. gut, neben Wanderern, Aber- Mountainbiker, Kletterer an den Felsen. Also das ist hier so ein bisschen so ein kleines Outdoor-Paradies Ja. anscheinend. Deswegen denke ich auch, Ja. dass wahrscheinlich auch außerhalb des 1. Mai hier doch ein Vermutlich, bisschen mehr los ist vermutlich. wahrscheinlich. Ansonsten Markierungen, Tobis Lieblingsthema, die waren soweit Die okay. Die waren sehr gut. Ähm, Ich glaube, wir kann- sind ich nicht kann- verloren gegangen nee, irgendwo. ich kann nicht meckern. Wobei wir natürlich nebenher, wie üblich, unsere GPX-Datei haben laufen lassen. Ja. Gut. Was man auch noch sagen kann, was ich schön fand an dem Weg, am Anfang ist es so ein klein bisschen anstrengend und am Ende dann, wenn man nach der 3. Burg dann wieder Ja. zurückgeht langsam, dann ist das ein richtig schönes Auslaufen. Also wirklich rundum ein schöner Weg. So schaut's aus. Gut, dann würde ich aber jetzt sagen, war's das für dieses Mal wieder von uns. Wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.